Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch wieder ein Rezept zur Eiweißverwertung, und zwar mache ich diese leckeren Nussstangen. Das sind im Prinzip super einfache Zimtsterne, bei denen der Teig nicht umständlich ausgestochen, sondern einfach in Streifen geschnitten wird. Als erstes bereite ich einen Zimtsterneteig zu. Dazu male ich 200 Gramm Mandeln und 200 Gramm Haselnüsse in der Küchenmaschine richtig fein. Je nachdem, wie groß die von euch verwendeten Eiweiße sind, kann es sein, dass ihr eventuell etwas mehr oder weniger Nüsse braucht. Zu den gemahlenen Nüssen gebe ich nun den Abrieb von einer Bio-Orange und einer Bio-Zitrone. Danach füge ich noch ein Päckchen Vanillinzucker und einen Teelöffel Zimt hinzu. Wer möchte, kann natürlich auch etwas mehr Zimt nehmen. Die trockenen Zutaten mische ich mit einem Schneebesen gründlich durch und stelle sie kurz zur Seite. Als nächstes trenne ich 2 mittelgroße Eier. Die Eigelbe bewahre ich im Kühlschrank auf und verwende sie zum Beispiel für meine Vanillekipferl. Zu den Eiweißen gebe ich einen Teelöffel Zitronensaft und schlage sie mit dem Handrührgerät richtig steif. Jetzt gebe ich 180 Gramm Puderzucker hinzu und verrühre die Zutaten so lange, bis eine dick-cremige Meringue entsteht. Wenn die Eiweißmasse richtig schön aufgeschlagen ist, gebe ich die vorbereitete Nussmischung hinzu und vermische die Zutaten. Der Teig sollte jetzt so sein, dass beim Antippen nur ein dünner Film am Finger kleben bleibt. Über Nacht gekühlt wird er nochmal etwas fester. Vor dem Backen der Nussstangen stelle ich die Eiweißglasur her. Dafür schlage ich ein mittelgroßes Eiweiß mit einem halben Teelöffel Zitronensaft steif. Wenn das Eiweiß richtig aufgeschlagen ist, gebe ich 90 Gramm gesiebten Puderzucker hinzu und rühre die Zutaten 1 bis 2 Minuten zu einer glatten und dickflüssigen Masse. Den über Nacht oder ein paar Stunden ausgeruhten Teig knete ich auf der Arbeitsfläche nochmal kurz durch und teile ihn in 5 ungefähr gleich große Teile. Aus jedem Teigstück forme ich dann eine feste, etwa daumendicke Rolle und drücke die Rolle mit der Hand flach, sodass eine etwa 1 bis 1,5 cm dicke längliche Stange entsteht.
Dann nehme ich die vorbereitete Glasur, gebe davon ein paar Teelöffel auf die Mitte des Teiges und streiche die Oberfläche glatt. Wer möchte, kann vor dem Auftragen noch eine Messerspitze Puderzucker in die Glasur geben, das gibt dann später einen feinen Schimmer. Jetzt nehme ich ein kleines scharfes Messer, befeuchte es mit einem feuchten Küchentuch und schneide den Teig in etwa fingerbreite schräge Streifen. Eine Teigstange habe ich vor dem Schneiden angefroren und wie das aussieht, zeige ich euch gleich. Die fertigen Nussstangen lege ich auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und lasse die Glasur ein paar Stunden oder auch über Nacht trocknen. Sobald die Glasur getrocknet ist, heize ich den Backofen auf 200 Grad Unterhitze vor. Notfalls geht aber auch Ober- und Unterhitze. Während der Ofen vorheizt, zeige ich euch, wie meine Zimtsterne-Schnitten nach dem Trocknen aussehen. Bei dem Stück, bei dem ich den glasierten Teig vor dem Schneiden angefroren habe, ist die Schnittkante deutlich schöner, aber das Anfrieren dauert natürlich etwas länger. Das Blech mit dem Plätzchen schiebe ich nun auf die unterste Schiene. Ich habe die Kekse hier genau 11 Minuten im Ofen gelassen. Besser wäre allerdings eine Backzeit von 8 bis 9 Minuten gewesen, weil ein paar Kekse schon etwas dunkel geworden sind. Und so sehen meine Nussstangen nach dem Backen aus. Der Teig ist außenrum knusprig, die Glasur schimmernd weiß und innen sind die Zimtsterne-Schnitten so richtig schön weich und saftig. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!